Hallo, ich bin Herr Müller, euer Lehrer von Schulwissen Tugo und heute erzähle ich euch von einem wichtigen Ereignis der deutschen Geschichte, dem Hitlerputsch von 1923. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. 1923 war Deutschland in einer riesigen Krise, die Wirtschaft lag am Boden, es gab politische Unruhen und viele Menschen hatten das Vertrauen in die Regierung verloren. In genau dieser Situation versuchte Adolf Hitler, die Macht mit Gewalt an sich zu reißen. Am 8. November 1923 versammelt sich Hitler mit seinen Anhängern im Münchner Bürgerbräu-Keller. Dort hält der bayerische Regierungschef Gustav von Kahr gerade eine Rede vor hunderten Zuhörern. Plötzlich stürmt Hitler mit seinen Männern den Saal, gibt Schüsse in die Luft ab und verkündet: Die nationale Revolution hat begonnen. Er glaubt, dass er mit Gewalt die Regierung übernehmen kann. Am nächsten Morgen, dem 9. November, marschieren Hitler und der ehemalige Offizier Erich Ludendorff sowie etwa 2000 Anhänger durch München in Richtung Feldherrnhalle. Ihr Ziel: die Machtübernahme. Doch die Polizei ist vorbereitet. Plötzlich fallen Schüsse. Es kommt zu einem kurzen, aber heftigen Gefecht. 16 Putschisten und 4 Polizisten sterben. Hitler flieht, wird aber später verhaftet. Der Putsch ist gescheitert. Hitler wird wenige Tage später vor Gericht gestellt und im April 1924 zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Aber er muss nur 9 Monate absitzen. Während seiner Zeit im Gefängnis schreibt er sein Buch Mein Kampf, in dem er seine politischen Ideen aufschreibt und weiter plant, wie er an die Macht kommen kann. Der gescheiterte Putsch verändert Hitlers Strategie. Statt eines gewaltsamen Umsturzes setzt er nun auf den legalen Weg zur Macht, mit Erfolg. Nur 10 Jahre später, 1933, wird er Reichskanzler. Der Hitlerputsch war gescheitert, aber er war ein Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands. Der Hitlerputsch von 1923 war ein gescheiterter Versuch von Adolf Hitler und seiner Partei, NSDAP, die Regierung der Weimarer Republik mit Gewalt zu stürzen. Auch wenn der Putsch nicht erfolgreich war, hatte er später wichtige Auswirkungen. Er zeigte, wie schwach die Weimarer Demokratie war und deckte die politischen Probleme dieser Zeit auf. Für Hitler war der Misserfolg jedoch lehrreich. Er erkannte, dass er die Macht nicht mit Gewalt, sondern durch politische Manipulation und Unterstützung von wichtigen Personen und Gruppen erlangen musste. Diese Erkenntnis war entscheidend für seinen späteren Erfolg. Was lernen wir daraus? Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wenn ein Land in einer Krise steckt, können extremistische Kräfte an Einfluss gewinnen. Das war damals so und ist auch heute noch eine Gefahr. Deswegen ist es wichtig, dass wir aus der Geschichte lernen und uns für eine freie und gerechte Gesellschaft einsetzen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonniere den Kanal und lass gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video.